Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um einen kleinen Multischraubendreher oder Bitdriver aus TC4 Titan. Nennt sich O-Knife O-Tackle D1 und wurde mir von Olight bzw. O-Buy freundlicherweise für dieses Video zur freien Verfügung gestellt. Ja, hierfür vielen Dank. Wir haben einen kompakten und relativ leichtgewichtigen Bitdriver für 4 mm bzw. 5/32 Zoll Mini-Bits. Und ja, hier sind im Lieferumfang 4 Doppelbits enthalten in relativ gängigen Größen. Wir haben hier einen Bit mit 3,5 mm Schlitzschraubendreher. Auf der anderen Seite wäre ein Philips Schraubendreher der Größe 0. Der nächste Bit, das wäre zweimal Philips, einmal 2 mm und einmal die Größe 00. Gerade die Größe 00 findet sehr häufig Verwendung in etlichen Haushaltsgeräten, in Spielekonsolen, Laptops und so weiter. Also definitiv gut überlegt. Dann haben wir hier ein Bit mit Inbusschlüsseln in den Größen 1,5 und 2. Kann auch mal praktisch sein. Und zum Abschluss noch ein Bit mit Torx-Schraubendrehern. Hier die Größe 6 und hier die Größe 8. Also schnell mal einen Klinkenstand zentrieren, vielleicht auch einen Clip festschrauben oder umsetzen oder vielleicht sogar ein Messer komplett zerlegen. Das wäre damit auf jeden Fall möglich, sofern das jeweilige Taschenmesser über diese Torx-Größen verfügt. Aber bei sehr vielen Messern sind das sozusagen die Standardgrößen und gegebenenfalls kann man sich Minibits in den benötigten Größen nachordern. Die gibt es überall zu kaufen. Diese 4 Minibits befinden sich innerhalb dieses Bitdrivers, sind also gut aufgehoben. Hier hat man eine Abdeckung, die man zur Seite schieben kann. Wird hier über einen D10-Ball sicher in Position gehalten, das hört man dann auch. Also das rastet wirklich sauber ein und falls sich das Ganze mal lockert, könnte man das über einen 6er Torx nachjustieren. Also ist gut gemacht. Im vorderen Bereich hat man hier eine Bitaufnahme und da ist ein kleiner Neodym-Magnet drin. Ich denke, man kann das hier erkennen. Ja, hält absolut sicher. Das passt, also hier kann überhaupt nichts passieren. Der Bit kann nicht rausfliegen. Gefällt mir auch gut. Dann hätte man noch, falls man ein bisschen Hebelkraft benötigen sollte, hier hinten eine Bitaufnahme. Zum Beispiel, falls ein Hersteller eines Messers mal wieder zu viel Schraubenkleber oder so verwendet, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ganz nützlich ist. Also Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Es ist eine Option und vielleicht kann man das wirklich mal brauchen. Also warum nicht? Dann hat man hier noch ein Lanyard Hole. Ein Lanyard wird auch mitgeliefert. Ja, da kann man sich dann hier hinten entweder was knoten oder man hängt sich das vielleicht irgendwo hin. Alternativ kann man hier bestimmt auch einen Schlüsselring durchziehen. Dann hätte man vielleicht auch mehr Hebelkraft beim Drehen. Also das ist dann vielleicht auch eine Idee. Ja, ist soweit wirklich alles schön gemacht. Hier innen ist noch so eine kleine Abdeckung, dass es nicht ganz so stark klappert, wenn dann alle 4 Bits drin sind. Also auch da wurde nachgedacht und der Geräuschpegel hält sich auch wirklich in Grenzen. Also ja, passt. Aber das würde mich jetzt so oder so nicht stören. Also ja, ist alles schön gemacht, sauber verarbeitet. Dazu, wie anfangs erwähnt, blau anodisiertes TC4 Titanium. Gewicht inklusive der Minibits etwa 42 Gramm. Länge ca. 75 mm, also wirklich klein. Passt beispielsweise auch in so eine Pouch hier dann mit rein. Stört dann hier überhaupt nicht. Oder vielleicht in diese Mini-EDC-Pouches, die es so gibt. Da würde das Ding dann auch reinpassen. Ja, also ist wirklich eine schöne Angelegenheit. Ein praktischer Begleiter für den Alltag. Zeit für ein Fazit. Fazit: klein, leicht, praktisch, attraktiv. Dazu mit dieser Abdeckung auch pfiffig gelöst. TC4 Titan, blau anodisiert, wirklich eine schöne Farbe, leicht changierender Effekt. Also wirklich ein insgesamt gelungenes Produkt. Der Preis liegt bei 42,95 €. Ja, für das, was es ist, finde ich es dann nicht ganz günstig. Trotz all der positiven Aspekte, also für mich ist das eher ein nice to have mit einem gewissen Style-Faktor und das meine ich jetzt nicht irgendwie böse oder wertend. Man bekommt im O-Buy-Sale immerhin 20% Rabatt, dann wären das 34,36 €. Also das hört sich dann deutlich besser an. In der Videobeschreibung befindet sich bei Interesse ein Affiliate-Link. Solche Bitdriver mit Minibits gibt es natürlich in etlichen Ausführungen. Der hier von EliteForce hat vor Jahren mal 4,95 oder 6,95 gekostet, also kann ich nicht mehr genau sagen. Der kann natürlich letztendlich genau das gleiche wie der O-Tackle D1. Da ist der
hauptsächliche Unterschied einfach das Material. Also wir haben hier Aluminium und das ist Titan und das macht dann letztendlich den Preis auch aus. Ist wie alles im Leben dann immer Geschmackssache und natürlich manchmal auch eine Frage des Geldbeutels. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ist auf jeden Fall hier ein wirklich schönes Produkt. Zum Abschluss möchte ich mich bei Olight bedanken, dass ich das hier mal vorstellen durfte. Gut, dann war es das auch schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.